Und bei uns im Studio ist jetzt unsere Weltkollegin Elke Boderas. Schön, dass du hier bist. Hallo. Sehr gerne. Ja, der Ethikrat soll ja eigentlich ein unabhängiges Kontrollgremium sein. Diese Rolle hat er aber in der Corona-Pandemie phänomenal verfehlt, oder? Ja, man hatte tatsächlich permanent den Eindruck, dass sich der Ethikrat eher als Sprachrohr der Regierung etabliert hat. Das war am Anfang, ging es so verhalten los und dann hat sich dieser Eindruck doch sehr stark mehr und mehr manifestiert. Und es war vor allen Dingen auch auffällig im Vergleich zum vorhergehenden Ethikrat. Ne? Der hatte am Anfang, im März, hatte der noch eine Stellungnahme herausgegeben und hat gesagt, die Maßnahmen sind okay, Leben müssen gerettet werden, aber sie müssen immer verhältnismäßig sein und sie müssen auch immer verfassungsgerecht sein. Und diese Rolle, diese Einstellung wurde dann doch nach und nach dann sehr stark aufgegeben unter der Regie von Alena Büchs. Hat sich denn dieser Ethikrat eben unter Frau Büchs auch irgendwann mal kritisch zu den Entscheidungen der Bundesregierung geäußert? Das ließ sehr, sehr lange auf sich warten. Also gerade bei den wesentlichen Entscheidungen, Impfpflicht, Abwägung 2G oder 3G, also gerade die strengsten Maßnahmen wurden durchweg unterstützt. Und zwar auch mit sehr windelweichen, teilweise auch wissenschaftlich unhaltbaren Argumenten. Ganz zum Schluss erst hat sich der Ethikrat dann, ja, man muss fast sagen, mehr so fadenscheinig kritisch geäußert. Da ging es dann um die Kinder. Das war natürlich so ein bisschen geschenkt. Die Kinder hat jeder zum Schluss bedauert. Ne? Das war so etwas billig. Dann auch, es ging um die Sterbenden. Da hatten sich aber auch alle Politiker eigentlich schon zum Teil auch kritisch geäußert. Und da war das war so ein bisschen so ein geschenktes Bedauern. Hat denn Alena Büchs, sie ist ja jetzt nicht mehr die Chefin des Ethikrates, sich irgendwie geäußert zu diesen Vorwürfen, zu dieser E-Mail, die ja schon sehr konfrontativ dann auch ist? Mit uns wollte Frau Büchs jedenfalls nicht sprechen heute Abend. Ah ja, wir haben sie gefragt und wir haben gesagt, ist denn Ihrer Meinung nach, der Ethikrat hat ja da unabhängig entschieden und wie beurteilen Sie denn diese Mail, gehört sich sowas? Ist das Interessante an dieser Mail ist ja auch, dass sie ausdrücklich informell wird. Ne? Sie sagt dann, ja, Herr Spahn, bitte entschuldigen Sie, ich möchte da mal informell. Man fragt sich, warum eigentlich, was soll das? Und da sagte sie, naja, das sei im Gegenteil ja so gewesen, also nicht der Ethikrat hätte sich nach der Politik gerichtet, sondern die Politik hätte sich nach dem Ethikrat gerichtet, was man eindeutig eigentlich widerlegen kann, weil zum Beispiel diese Entscheidung in der Impfpflicht, pro Impfpflicht, da hat der Ethikrat eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Also es war im Jahr zuvor, war er gegen die Impfpflicht, da war auch die Politik gegen die Impfpflicht. Ein Jahr später war er auf einmal für die Impfpflicht. Da war auch Karl Lauterbach kurz zuvor eindrücklich für die Impfpflicht. War dann schon sehr auffällig. Also Elke Boderas, herzlichen Dank für dieses Gespräch heute Abend. vielen Dank. Ja. Dankeschön. Gern.